Hi, bei mir geht es heute um ein Thema, was leider viel zu häufig unterschätzt wird, nämlich gute Soundqualität bei Videos. Das Ganze ist ein zweiteiliges Tutorial und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr euren Raum am besten so gestaltet, dass er möglichst schallfrei ist, und im nächsten Video zeige ich euch dann, was für verschiedene Mikrofonarten es gibt und welches Mikrofon man wann am besten verwendet. Deshalb jetzt viel Spaß mit dem ersten Teil. Die erste und einfachste Option, die man natürlich hat, ist es, möglichst viel Einrichtung in sein Zimmer zu stellen. Das heißt, viele Kissen hinlegen, Bilder an die Wand hängen, Vorhänge sind auch sehr effektiv. Aber in den meisten Fällen wird das wahrscheinlich nicht reichen. Deshalb stelle ich euch jetzt noch 3 weitere Optionen vor, die man hat, um die Raumakustik zu verbessern. Am gängigsten sind solche Schalldämmmatten, die ich auch in meinem Zimmer hier ganz viel hängen habe. Die haben den Vorteil, dass sie relativ günstig sind. So eine Schalldämmmatte kostet um die 1,60 € auf Amazon, das heißt, sie sind nicht wirklich teuer. Man muss aber leider sagen, dass die relativ ineffizient sind. Also ich habe in diesem 18 Quadratmeter Zimmer 20 Stück hängen. Ich würde sagen, es reicht so gerade so, es könnten aber gerne noch ein paar mehr sein. Die Matten werden mit Sprühkleber festgeklebt und da müsst ihr auch keine Angst haben, dass es irgendwie die Tapete kaputt macht. Dieser Sprühkleber ist relativ schwach, das heißt, wenn er getrocknet ist, können die Matten ohne Probleme wieder abgezogen werden von der Tapete und die Tapete geht davon nicht kaputt. Am besten hängt man diese weit verteilt wie möglich auf. Ich habe jetzt hier vor mir 4 Stück, an den Seiten habe ich 8 Stück, hinter mir sind nochmal 2-3 Stück und an der Decke nochmal 2. Das sorgt einfach für das beste Ergebnis. Die Decke sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen, weil die auch nochmal viel Schall reflektiert. Ja, wie gesagt, diese Schalldämmmatten sind relativ ineffizient, aber sie funktionieren schon und sind relativ leicht anzubringen. Allerdings haben sie auch den Nachteil, dass die Wände relativ hässlich werden dadurch. Wenn euch diese Schalldämmmatten zu hässlich sind, habe ich jetzt eine weitere Option für euch. Deutlich effizienter sind solche Absorber hier. Man muss aber gleich sagen, dass diese Absorber deutlich teurer sind als Schalldämmmatten. Da kostet ein so ein Absorber nämlich um die 50 bis 70 €. Aber es gibt auch eine Menge Videos, wo man sich solche Teile selbst basteln kann für deutlich weniger Geld. Wie gesagt, diese Absorber sind deutlich effizienter. Das heißt, für so einen Raum wie hier bräuchtet ihr so 4 bis maximal 6 Stück. Das Tolle ist, dass ihr die nicht irgendwie ankleben müsst, sondern einfach hinstellt in euren Raum. Am besten funktionieren die, wenn ihr die so 30 bis 40 cm von eurer Wand wegstellt, weil dann der Schall von beiden Seiten absorbiert wird. Wie gesagt, die sind sehr effizient und das Tolle ist halt eben, wenn ihr gerade kein Video aufnehmt, könnt ihr die irgendwo verstauen und müsst eure Wände nicht dafür hässlich machen. Der Nachteil ist halt leider, dass die sehr teuer sind. Das heißt, für so einen Raum wie hier müsstet ihr bestimmt 200-250 € ausgeben, um den anständig zu dämmen mit diesen Absorbern. Deshalb kommt jetzt noch eine Option, die komplett kostenlos ist. Ja, die dritte Option klingt erstmal ein bisschen lächerlich, und zwar geht es um Matratzen. Den Tipp hat mir ein befreundeter Toningenieur gegeben und es ist so ein Anfängertipp für Leute, die sich so ein Tonstudio einrichten wollen. 1 bis 2 Matratzen an die Wand gestellt reicht, um so einen Raum zu dämmen. Und wenn ihr mal auf eBay Kleinanzeigen ein bisschen rumguckt, dann findet ihr Matratzen kostenlos. Der einzige Nachteil von Matratzen ist eigentlich nur, dass sie relativ viel Platz wegnehmen. Das heißt, ihr braucht noch irgendwo ein extra Zimmer oder einen Keller oder sowas, wo ihr die Matratzen dann hinstellt, wenn ihr sie gerade nicht braucht zum Video aufnehmen. Ansonsten sind die sehr effizient und wie gesagt, 1 bis 2 Matratzen reichen, um so ein Zimmer wie hier gut abzudämmen. Ist also eine coole Option für Leute, die kein Geld ausgeben wollen. So, das waren schon meine 3 Tipps für die Schalldämmung von Räumen. Ihr habt gesehen, es ist relativ einfach, es gibt ein paar Optionen, die man hat. Falls ihr noch Optionen kennt, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben, die füge ich dann noch zu in die Videobeschreibung. Ja, und wie gesagt, der zweite Teil von diesem Tutorial geht dann um die richtigen Mikrofone, das dauert aber noch ein bisschen, bis der online kommt. Jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video, macht's gut, ciao!